Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Felix und wir beschäftigen uns heute mit dem einflussreichen Denker Friedrich Nietzsche. Ich bin Lisa und freue mich darauf, mit euch gemeinsam Nietzsches Ideen vom Übermenschen und der Selbstermächtigung zu erkunden. Das ist ein echt spannendes Thema. Und wir werden auch einige wichtige deutsche Wörter und Ausdrücke lernen. Super, Lisa. Ich bin gespannt. Nietzsche ist ja bekannt für seine, sagen wir mal, provokativen Ideen. Kannst du uns erstmal einen kurzen Überblick geben, wer Nietzsche überhaupt war? Klar, gerne. Friedrich Nietzsche war ein deutscher Philosoph, der im 19. Jahrhundert lebte. Er ist einer der einflussreichsten Denker der modernen Philosophie. Seine Ideen waren damals sehr radikal und sind es zum Teil auch heute noch. Okay, radikal. Das klingt schon mal interessant. Was waren denn seine zentralen Gedanken? Zu seinen zentralen Themen gehören die Kritik an der traditionellen Moral, die Idee des Willens zur Macht und eben das Konzept des Übermenschen, über das wir heute genauer sprechen wollen. Der Übermensch. Das klingt ja fast wie ein Superheld aus einem Comic. Was genau meinte Nietzsche damit? Ja, das kann man leicht missverstehen. Der Übermensch ist bei Nietzsche kein Mensch mit Superkräften. Es ist eher ein Idealbild, ein Mensch, der seine eigenen Werte schafft und sich nicht von der Masse oder der Tradition leiten lässt. Ah, verstehe. Also jemand, der selbstbestimmt lebt und denkt? Ganz genau, Felix. Selbstbestimmt ist ein gutes Wort. Es bedeutet, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft und nicht einfach das tut, was andere von einem erwarten. Selbst heißt, dass man etwas alleine macht und bestimmt kommt von bestimmen, also etwas festlegen oder entscheiden. Das klingt ja ziemlich nach einem individuellen Ansatz. Keine Regeln oder Vorschriften von anderen befolgen? Richtig, Felix. Nietzsche kritisierte die traditionelle Moral, insbesondere die christliche Moral, die er als Sklavenmoral bezeichnete. Er meinte, dass diese Moral den Menschen schwach macht und ihn daran hindert, sein volles Potenzial zu entfalten. Sklavenmoral? Das ist ein harter Begriff. Was meint er damit genau? Mit Sklavenmoral meinte Nietzsche eine Moral, die Eigenschaften wie Demut, Gehorsam und Selbstverleugnung fördert. Er sah diese Werte als Ausdruck von Schwäche und als Mittel, um die Starken zu kontrollieren. Demut bedeutet, dass man sich selbst nicht für so wichtig hält und sich anderen unterordnet. Selbstverleugnung heißt, dass man seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche ignoriert oder ablehnt. Okay, das verstehe ich jetzt besser. Er wollte also, dass die Menschen stärker und selbstbewusster werden? Genau. Selbstbewusstsein ist hier ein Schlüsselwort. Es setzt sich zusammen aus Selbst und Bewusstsein, also Wissen oder Kenntnis von etwas. Selbstbewusstsein bedeutet also, sich seiner selbst, seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein, also diese zu kennen. Also der Übermensch ist quasi ein extrem selbstbewusster Mensch? Ja, sozusagen. Der Übermensch ist jemand, der seine eigenen Werte und Ziele definiert und danach lebt, ohne sich von äußeren Einflüssen oder moralischen Dogmen einschränken zu lassen. Er ist der Schöpfer seines eigenen Lebens. Schöpfer seines eigenen Lebens. Das klingt nach einer großen Verantwortung. Ist das nicht auch eine ziemliche Herausforderung, seine eigenen Werte zu schaffen? Absolut, Felix. Herausforderung ist ein gutes Wort dafür. Es bedeutet, dass etwas schwierig und anstrengend ist, aber man es trotzdem schaffen kann. Nietzsche glaubte, dass das Leben an sich eine Herausforderung ist und dass wir diese annehmen müssen, um zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Also nicht den einfachen Weg gehen, sondern sich den Schwierigkeiten stellen? Genau. Nietzsche nannte das den Willen zur Macht. Das ist ein weiterer zentraler Begriff in seiner Philosophie. Wille zur Macht? Das klingt jetzt aber wieder nach Herrschaft und Kontrolle. Hat das was mit Politik zu tun? Nicht unbedingt, Felix. Der Wille zur Macht ist bei Nietzsche nicht in erster Linie politisch zu verstehen. Es ist eher der grundlegende Antrieb, das grundlegende Streben des Menschen, sich zu entfalten, zu wachsen und seine Fähigkeiten zu erweitern. Also so etwas wie das Streben nach Selbstverwirklichung? Ja, das trifft es ganz gut. Selbstverwirklichung ist ein wichtiges Konzept, nicht nur bei Nietzsche, sondern auch in der modernen Psychologie.
Es bedeutet, sein eigenes Potenzial voll auszuschöpfen und das zu werden, was man sein kann. Verwirklichen heißt, etwas Realität werden zu lassen oder etwas in die Tat umzusetzen. Okay, ich verstehe. Aber wie erreicht man denn diesen Zustand der Selbstverwirklichung? Wie wird man zum Übermenschen? Das ist die große Frage, Felix. Nietzsche gibt keine genaue Anleitung, wie man zum Übermenschen wird. Er betont aber, dass es ein ständiger Prozess ist, ein Weg, den man selbst gehen muss. Man muss sich selbst immer wieder hinterfragen, seine Werte überprüfen und bereit sein, sich zu verändern. Sich selbst hinterfragen. Das klingt nach viel Reflexion und Selbstkritik. Richtig. Hinterfragen bedeutet, etwas genau zu prüfen und zu untersuchen, ob es wirklich richtig oder gut ist. Man muss bereit sein, seine eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze in Frage zu stellen und sie gegebenenfalls zu ändern. Und was ist mit Fehlern? Darf der Übermensch auch mal Fehler machen? Natürlich. Fehler sind ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Nietzsche glaubte, dass wir aus unseren Fehlern lernen und an ihnen wachsen können. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, sich ständig weiterzuentwickeln. Sich ständig weiterentwickeln. Das gefällt mir. Also ein lebenslanger Prozess des Lernens und Wachsens? Genau, Felix. Weiterentwickeln ist ein tolles Wort. Es setzt sich zusammen aus weiter, also fortführen oder etwas immer mehr machen, und entwickeln, also etwas verbessern oder verändern. Es beschreibt genau das, was Nietzsche mit dem Weg zum Übermenschen meinte. Eine fortlaufende Verbesserung der eigenen Persönlichkeit. Das heißt aber auch, dass man sich von alten Gewohnheiten und Denkmustern lösen muss. Oder? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sich lösen von bedeutet, dass man etwas beendet oder etwas hinter sich lässt. Man muss bereit sein, alte Denkmuster und Verhaltensweisen, die einen behindern, loszulassen, um Platz für Neues zu schaffen. Das klingt nach einer echten Transformation, einem inneren Wandel. Stimmt, Felix. Transformation ist ein gutes Wort. Es bedeutet Veränderung oder Umwandlung. Der Weg zum Übermenschen ist eine tiefgreifende Veränderung der eigenen Persönlichkeit. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, Lisa, was kann man denn im Alltag tun, um diesem Ideal des Übermenschen näher zu kommen? Gute Frage, Felix. Es geht darum, kleine Schritte zu machen. Man kann zum Beispiel anfangen, bewusster Entscheidungen zu treffen, sich selbst mehr zu reflektieren und sich Ziele zu setzen, die den eigenen Werten entsprechen. Es bedeutet, dass wir uns unserer eigenen Stärken und Schwächen bewusst werden und daran arbeiten, uns zu verbessern. Das heißt auch, dass wir lernen, uns nicht von anderen oder von gesellschaftlichen Erwartungen bestimmen zu lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir nicht anderen die Schuld für unsere Situation geben, sondern selbst aktiv werden und unser Leben gestalten. Also nicht in der Opferrolle verharren, sondern selbst aktiv werden. Exakt. Opferrolle ist ein wichtiger Begriff. Es beschreibt die Haltung, sich als hilflos zu sehen und keine Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Man glaubt, dass man nichts ändern kann und dass andere Menschen oder die Umstände schuld sind, wenn etwas schlecht läuft. Und wie passt die Idee der Selbstermächtigung dazu? Das klingt ja fast so, als ob man sich selbst die Erlaubnis gibt, stark zu sein. Ganz genau, Felix. Selbstermächtigung ist ein zentraler Aspekt von Nietzsches Philosophie. Es bedeutet, dass man die Macht über sein eigenes Leben selbst in die Hand nimmt. Man gibt sich selbst die Kraft und die Erlaubnis, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ermächtigen bedeutet, jemandem die Macht oder die Erlaubnis zu geben, etwas zu tun. Das klingt nach einem sehr emanzipatorischen Ansatz. Man befreit sich sozusagen selbst von inneren und äußeren Zwängen? Richtig, Felix. Emanzipatorisch ist hier ein passendes Wort. Es beschreibt den Prozess der Befreiung von Unterdrückung oder Kontrolle. Bei Nietzsche geht es um die Befreiung von der Sklavenmoral und von gesellschaftlichen Regeln, die die Entfaltung des Einzelnen behindern. Also ein Plädoyer für die Freiheit des Einzelnen? Ja, absolut. Nietzsche war ein großer Verteidiger der individuellen Freiheit. Er glaubte, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten,
solange er anderen damit nicht schadet. Das klingt alles sehr inspirierend, Lisa. Aber ist das nicht auch ein bisschen einsam, dieser Weg des Übermenschen? Ist man da nicht immer allein auf sich gestellt? Das kann man so sehen, Felix. Aber Nietzsche sah die Einsamkeit nicht unbedingt als etwas Schlechtes. Er glaubte, dass es notwendig ist, sich von der Masse abzuheben, um zu sich selbst zu finden. Es geht darum, seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn das bedeutet, dass man manchmal allein ist. Sich von der Masse abheben. Das heißt also nicht einfach mit dem Strom schwimmen, sondern seine eigene Meinung bilden und vertreten? Genau. Mit dem Strom schwimmen ist eine Redewendung, die bedeutet, dass man das tut, was alle anderen tun, ohne es zu hinterfragen. Nietzsche kritisierte diese Anpassung und forderte die Menschen auf, ihren eigenen Weg zu gehen. Also Mut zum Anderssein? Ja, unbedingt. Mut zum Anderssein ist eine wichtige Voraussetzung für die Selbstverwirklichung. Man muss den Mut haben, anders zu denken und zu handeln als die anderen, wenn man seine eigenen Ziele erreichen will. Das erfordert sicher auch eine gewisse Risikobereitschaft, oder? Man weiß ja nie, ob der eigene Weg der richtige ist. Stimmt, Felix. Risikobereitschaft ist ein wichtiger Punkt. Bereitschaft bedeutet, dass man etwas tun will oder dass man bereit ist, etwas zu tun. Der Weg des Übermenschen ist kein sicherer Weg. Es ist ein Weg mit vielen Unsicherheiten und Gefahren. Aber Nietzsche glaubte, dass es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen, um ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Also keine Angst vor dem Scheitern haben? Ganz genau. Scheitern ist ein Teil des Lebens und des Lernprozesses. Es geht nicht darum, nie zu scheitern, sondern darum, aus seinen Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Das ist ein schönes Schlusswort, Lisa. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Nietzsches Übermensch ein Mensch ist, der selbstbestimmt lebt, seine eigenen Werte schafft und sich ständig weiterentwickelt? Ja, das trifft es sehr gut, Felix. Und die Selbstermächtigung ist der Schlüssel dazu. Man muss die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen und den Mut haben, seinen eigenen Weg zu gehen. Vielen Dank, Lisa, für diese erhellenden Einblicke in Nietzsches Philosophie. Das war wirklich ein spannendes und lehrreiches Gespräch. Ich denke, unsere Zuhörer haben heute nicht nur viel über Nietzsche gelernt, sondern auch ihren deutschen Wortschatz erweitert. Sehr gerne, Felix. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir unsere Zuhörer inspirieren konnten, sich mit Nietzsche und seinen Ideen auseinanderzusetzen und vielleicht auch den einen oder anderen Schritt in Richtung Selbstverwirklichung zu gehen. Und vergesst nicht, dass Sprache und Philosophie eng miteinander verbunden sind. Indem wir unseren Wortschatz erweitern, öffnen wir auch unseren Geist für neue Ideen und Perspektiven. Das stimmt, Lisa. Und im nächsten Podcast geht es weiter mit einem interessanten Thema, bei dem ihr auch wieder viele verschiedene und interessante Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Seid also wieder dabei. Ganz genau. Für heute verabschieden wir uns aber von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.